Herzlich willkommen zu unserer Serie über den Wiener Wohnungsmarkt. Im heutigen Kickoff-Video werde ich Ihnen einen Überblick über die unterschiedlichen Gegenden unserer schönen Stadt geben. In den kommenden Wochen werden wir dann mit Teilvideos auf die einzelnen Bezirksteile eingehen und hierbei auch vor Ort Besuche machen. Wenn Sie Interesse an unabhängigen Analysen über den Wiener Wohnungsmarkt haben, abonnieren Sie einfach unseren Kanal und verpassen Sie so keine Neuerung. Laut Mercer-Studie, hier zu meiner Linken, ist Wien seit mehr als 10 Jahren die Stadt mit der höchsten Lebensqualität. Als Gründe werden die niedrige Kriminalitätsrate, die gute medizinische Versorgung, das vielfältige Kultur- und Freizeitangebot und die Vielzahl an Angeboten in internationalen Schulen genannt. Spontan fielen mir zum Beispiel noch die gute Luft- und Wasserqualität ein. Was mir in Wien aber besonders gefällt, ist die soziale Durchlässigkeit. So kann es einem in Wien durchaus passieren, dass man Spitzenpolitiker oder Topmanager beispielsweise im Fitnessstudio auf dem Laufband neben sich, im Restaurant am Nebentisch oder auch einfach beim Würstelstand trifft. In anderen Ländern wäre dies absolut undenkbar. Beginnen wir mit ein bisschen Geografie. Wien ist in 23 Bezirke und 91 Bezirksteile unterteilt. Darüber hinaus trennt die Donau Wien in Cis- und Transdanubien, wobei wir Wiener vor allem letzteren Begriff gerne für die Bezirke 21 und 22 verwenden. Die Stadt Wien listet auf ihrer Homepage 16 Naherholungsgebiete, darunter den Wienerwald mit einer Fläche von 1350 Quadratkilometern. Der Wiener Wohnungsmarkt ist stark durch den sozialen Wohnbau geprägt, der dafür sorgt, dass Wohnungen für alle leistbar und starke Wertschwankungen ausbleiben. Ich werde später in diesem Video nochmal darauf zurückkommen. Wohn- und Investmentattraktivität halten sich nicht zwingend an Bezirksgrenzen, weshalb ich den Bezirken in meinen Analysen keinen Stellenwert einräume. Die einzelnen Bezirksteile hingegen sind bereits deutlich homogener. Ich charakterisiere in diesem Video die unterschiedlichen Gegenden, von der Innenstadt nach außen gehend. Die Details gibt es im jeweiligen Bezirksteilvideo, bei dem ich euch auch auf einen Lokalaugenschein vor Ort mitnehme. Starten wir in Wien 1, der inneren Stadt, hier auf der Karte angezeichnet. Der erste Bezirk ist einer der wenigen Bezirke von Wien, die ich als einigermaßen homogen bezeichnen würde, wobei es natürlich auch hier im Detail Unterschiede gibt. Im ersten Bezirk gibt es viele Sehenswürdigkeiten, Hotels, eine ganze Menge Büros und natürlich auch einige exklusive Einkaufsmöglichkeiten. Tatsächlich leben jedoch nur 16.500 von den rund 1,9 Millionen Einwohnern im ersten Bezirk. Eine große österreichische Tageszeitung beschrieb das Wohngefühl im ersten Bezirk einmal als Wohnen im Museum und hatte damit vermutlich gar nicht so Unrecht. Aus Investmentsicht ist der erste Bezirk nicht übermäßig attraktiv. Die Investitionsrenditen liegen bei 0,7 bis maximal 1,5%, je nach Zustand des Hauses. Hinzu kommt, dass viele Objekte von Versicherungen, Family Offices und Stiftungen bereits seit vielen Jahrzehnten als Prestigeobjekte gehalten und daher nur entsprechend selten verkauft werden. Wandern wir auf der Karte Richtung Süden, dem dritten Bezirk, Landstraße. Nach innen, also an der Grenze zum ersten, ist dieser sehr bürgerlich-konservativ. Nach außen hin geht er tendenziell schon in die einkommensschwächeren Flächenbezirke 10 und 11 über. Hier macht es also definitiv schon einen Unterschied, von welchem Bezirksteil wir sprechen. Mehr dazu im Detailvideo. Ähnliches gilt für den vierten Bezirk Bieben. Nach innen, also an der Grenze zum ersten, sowie an der Grenze zum dritten im sogenannten Botschafterviertel, sehr bürgerlich-konservativ. Im Freihausviertel Richtung Naschmarkt erkennt man bereits den starken Einfluss der Kreativ- und Architekturszene. Nach außen grenzt er an den einkommensschwächeren 10. Bezirk. Auch hier macht es also schon einen Unterschied, von welcher Gegend wir genau sprechen. Als sehr hip und mittlerweile auch sehr teuer gelten die Bezirke 6 und 7, Mariahilf und Neubau. Hier gibt es neben schicken Läden eine gute Kreativszene und vor allem eine ganze Menge Gastronomie. Ich freue mich schon sehr auf den Lokalaugenschein vor Ort. Der 8. Bezirk Josefstadt wurde einmal von der Zeitung als der Hedgefonds-Bezirk von Wien bezeichnet. Nun, ich denke, dass die Venture Capital und Hedgefonds-Szene in Wien im Vergleich zu anderen Städten wie zum Beispiel London nicht besonders stark ausgeprägt ist. Korrekt ist allerdings, dass der Bezirk sehr konservativ und teuer daherkommt. Zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten, im doppelten Sinn des Wortes, gehören das Theater in der Josefstadt, an dem Stücke von Schnitzler und Co. aufgeführt werden. Der 9. Bezirk ist wiederum sehr heterogen. An der Innenseite, also an der Grenze zum ersten, passt er sich dem Museumsflair des ersten Bezirkes an. An der Grenze zum 8. wirkt er sehr konservativ und an der Außengrenze geht er schon stark in den 19. über. Ähnliches gilt für den 2. Bezirk, hier auf der Karte angezeigt. Im Nordosten erinnert er stark an seinen Nachbarn, den 20. Hier handelt es sich um eine Gegend mit einem unterdurchschnittlichen mittleren Bildungsgrad und möglicherweise losgelöst einem überdurchschnittlichen Anteil mit Migranten aus Drittstaaten. Im Nordwesten, also an der Grenze zum 1. und 9. Bezirk, ist das Bildungsniveau deutlich höher, ebenso die Preise. Dafür gibt es aber auch einige echte Highlights, wie zum Beispiel den Augarten oder den Karmelitermarkt. Der südliche Teil des 2. Bezirks ist bis jetzt nur dünn besiedelt. Allerdings gibt es hier einige spannende Neuentwicklungen. Hier macht es also definitiv einen großen Unterschied, von welchem Kretzel, wie wir Wiener sagen, man hier spricht. Auch hier freue ich mich schon sehr auf das Detailvideo. Kommen wir nun zum 11. Bezirk, Simmering. Etwas übersimplifiziert könnte man diesen als jungen Arbeiterbezirk
mit durchschnittlichem Migrantenanteil bezeichnen. Im Detail ist das Ganze natürlich schon etwas komplexer. Wandern wir nun weiter westlich in den 10. Bezirk. Gemessen an der Einwohnerzahl ist Favoriten, der 10. Bezirk, die drittgrößte Stadt Österreichs. Der 10. Bezirk ist soziodemografisch ziemlich schwierig zu beschreiben. An der Grenze zu den inneren Bezirken haben wir einen hohen Anteil an Drittstaatenangehörigen. In der Mitte gibt es Kretzel mit einem relativ hohen Altersdurchschnitt. An der äußeren Grenze gibt es ländliche Gebiete mit einem sehr hohen Anteil an Urwienern. Was die unterschiedlichen Favoriten der Bezirksteile eint, ist der unterdurchschnittliche Bildungsgrad, gemessen an der Wiener Gesamtbevölkerung. Kommen wir zu den Bezirken 5 und 12, Margareten und Meidling, die sich soziografisch leicht durch einige Attribute beschreiben lassen. Jung, unterdurchschnittlich gebildet, hoher Anteil an Migranten aus Drittstaaten, geringer Motorisierungsgrad. Aus Mietersicht ließe sich noch günstig hinzufügen. Kommen wir noch zum 23. Bezirk, Liesing. In gewisser Weise das genaue Gegenstück zum zuvor beschriebenen Bezirk Meidling. Im Durchschnitt etwas älter, durchschnittlicher Bildungsgrad und von einem hohen Motorisierungsgrad geprägt. Vermutlich um zu den umliegenden Heurigen zu kommen oder auch in die nahegelegene Shopping City Süd, Österreichs größtes Einkaufszentrum. Kommen wir somit zu Hitzing, einem der Nobelbezirke der Stadt. Hitzing hat wirklich alles, was einen Nobelbezirk gemeinhin ausmacht. Überdurchschnittliches Einkommen, hoher Bildungsgrad, hoher Motorisierungsgrad, hohe Miet- und Kaufpreise natürlich inklusive. Dafür wohnt man dann aber auch in unmittelbarer Nähe des Schloss Schönbrunn, gewissermaßen in Nachbarschaft des Kaisers. Sieht man sich Hitzing ein wenig genauer an, erkennt man jedoch durchaus Unterschiede. So gibt es hier Villengegenden ebenso wie unscheinbare Wohnbauten. Mehr dazu im Detailvideo. Gehen wir einen Schritt nördlich nach Benzing. Wieder mal ein Musterbeispiel, wie inhomogen manche Wiener Bezirke sind. An der Außengrenze nahe Niederösterreich steht es seinem noblen Nachbarn Hitzing um nichts nach. Auch hier findet man tolle Villengegenden. Je weiter man nach innen geht, desto mehr nimmt die Attraktivität ab. Kommen wir nun zum 15. Bezirk, 5 Haus, wohl aufgrund seiner geringen Größe wiederum relativ homogen und leider oft abwertend des Gastarbeiterbezirks tituliert. Tatsächlich ist das Bildungsniveau unterdurchschnittlich und der Anteil an Drittstaatenangehörigen hoch. Aus Investorensicht interessant ist, dass der Bezirk eine der höchsten Mietrenditen von Wien ausweist. Eines der bekanntesten Gebäude im Bezirk ist die Wiener Stadthalle, in der in normalen Zeiten Sportveranstaltungen und Konzerte stattfinden. Arbeiten wir uns weiter nördlich nach Ottakring, Wiens 16. Gemeindebezirk. Von Wienern in Anlehnung an eine Bierwerbung gerne das Original genannt. Vereinfacht gesagt lässt sich die Wohnqualität mit je höher gelegen, desto besser beschreiben. Wien ist heute eine sichere Stadt. Dass dies offensichtlich nicht immer so war, lässt sich im Volkslied Der geschupfte Pferde nachhören, der eine Prügelei bei einer Tanzveranstaltung in Neulerchenfeld beschreibt. Weiter hinaufgehend, im Fuße des Wilhelminenberges, gibt es jedoch auch tolle Villengegenden mit entsprechendem Publikum. Ähnlich lässt sich der 17. Bezirk Hernals beschreiben, allerdings doch auf allen Ebenen eine Stufe nobler als der Nachbar Ottakring. Hier würde die korrekte Beschreibung wohl von der Durchschnitts- zur Villengegend lauten. Im Norden grenzt Hernals an Währing, Wiens 18. Bezirk. Währing kann man als Bezirk des Bildungsbürgertums bezeichnen. So weist der Bezirk die höchsten Akademikerquoten der ganzen Stadt und möglicherweise als Folge auch die niedrigsten Arbeitslosenraten auf. Auch hier gilt, je weiter hinaus, desto besser. So gehört der Bezirksteil Währinger-Cottage-Bötzlersdorf zu den exklusivsten Gegenden der Stadt. Gründe hierfür sind die vielen Grünflächen und natürlich die vielen nahegelegenen Heurigen. Der 19. Bezirk, Döbling, duelliert sich mit Hitzing regelmäßig um den Titel als nobelster Bezirk von Wien. Ich schlage vor, einigen wir uns einfach darauf, dass Döblinger nicht nach Hitzing und Hitzinger nicht nach Döbling ziehen. Anders als der 13. ist der 19. Bezirk jedoch schon wieder sehr inhomogen. So gibt es am Fuße des Kahlenbergs Villen im zweistelligen Millionenbereich. Dafür kann man im Sommer direkt von der Haustüre loswandern, danach ins Kapfenwaldbad gehen und im Anschluss noch bei einem der Heurigen in der Region einkehren. Auch das niedriger gelegene Nussdorf hat mit seiner Gastronomie und seinen Heurigen absolut Charme. Gleichzeitig gibt es im 19. Bezirk, aber vor allem im Bezirksteil Heiligenstadt, auch weniger noble Gegenden. Bekannt geworden ist vor allem der Karl-Marx-Hof, das längste zusammenhängende Wohngebäude der Welt und frei nach seinem Namensgeber auch eines der Aushängeschilder des Roten Wiens. Den 20. Bezirk, Brigittenau, habe ich zu Beginn des Videos bereits kurz erwähnt. Mit wenigen Ausnahmen an der unmittelbaren Grenze zum 19. handelt es sich bei dem 20. Bezirk um einen Arbeiterbezirk mit den üblichen Attributen: jung, unterdurchschnittlicher Bildungsgrad, hoher Drittstaatenangehörigenanteil. Absolut positiv zu erwähnen ist der Donaukanal, einer der besten Lauf- und Radstrecken der Stadt. Wir wagen nun den Sprung über die Donau nach Wien 21, Floridsdorf. Floridsdorf gilt gemeinhin als typischer Arbeiter- und Flächenbezirk.
Doch wird ihm dieses Pauschalurteil so nicht gerecht. So sind insbesondere der Bezirksteil Stammersdorf-Strebersdorf, aber auch die Gegenden entlang der Alten Donau aufgrund ihrer hohen Lebensqualität auch bei Besserverdienenden sehr beliebt. Als letzten auf der Liste der 22. Bezirk, Wien-Donaustadt. Ähnlich wie der Nachbar Floridsdorf wird auch Donaustadt gerne als klassischer Flächen- und Arbeiterbezirk tituliert. Und auch ihm wird dieses Urteil nicht gerecht. Zum einen wurden in den vergangenen Jahren eine ganze Menge Stadtentwicklungsprojekte, wie zum Beispiel die Seestadt Aspern, aus dem Boden gestampft. Zum anderen sind die Grundstückspreise entlang der Alten Donau fast auf vergleichbarem Level mit den Wiener Nobelbezirken. Als erstes erkannt hat den Aufschwung übrigens die katholische Kirche, die sich in diesem Stadtteil eine ganze Menge Gebiete gesichert hat und nun 100-jährige Erbbaurechte vergibt. Wie wir gesehen haben, ist Wien also sehr vielfältig und entwickelt sich auch laufend weiter. Laut einer DIW-Studie aus dem Jahr 2020 fehlen in Wien bis zum Jahre 2030 110.000 Wohnungen. Entwicklungspotenzial gibt es also genug. Ich habe zu Beginn des Videos versprochen, dass ich nochmal auf den sozialen Wohnbau zurückkomme. Die sozialdemokratische Regierung wollte in den 1920er Jahren leistbaren Wohnraum für die Arbeiterschaft schaffen. Der Wiener Gemeindebau war geboren. Später wurden dann noch andere Modelle geschaffen, wie zum Beispiel der geförderte Wohnbau, bei dem der Wohnbauträger im Gegenzug für festgelegte Mietobergrenzen nicht rückzahlbare Zuschüsse erhält. Wieder ein anderes Modell sind Genossenschaftswohnungen, bei denen zunächst einige Jahre Miete gezahlt und danach das Objekt erworben wird. Nicht zu verwechseln sind all diese Modelle mit Restriktionen, die sich aus dem Mietrechtsgesetz aus 1981 ergeben, in dem Richtwerte für Altbauwohnungen festgelegt werden. Und wieder nicht zu verwechseln ist dies mit sogenannten Friedensmietzinsen, wo Mietern vor langer Zeit günstige Wohnungen unbefristet vermietet wurden und manche Mietverträge sogar noch an die Nachkommen vererbt werden konnten. All diese Beschränkungen sorgen dafür, dass die Preise am Wiener Wohnungsmarkt stabil bleiben und nicht aus dem Ruder laufen. Ich behaupte, dass dies für Investoren nicht zwingend nachteilig ist. Selbstverständlich wird ein Wegfall dieser Gesetze und Förderungen zu einem einmaligen Anstieg der Kauf- und Mietpreise führen. Doch wären danach diesen den üblichen Auf und Ab seines Marktes unterworfen, ähnlich wie man das in anderen Städten wie zum Beispiel London sieht. Für Investoren mit derart gelagerten Interessen gibt es aber ohnehin andere Märkte. Auf unserem Kanal erfahrt ihr in den kommenden Wochen mehr über die einzelnen Bezirksteile aus Sicht von Mietern und Investoren. Hierzu zählen beispielsweise statistische Daten, Mietniveaus, Renditeschätzungen, städtebauliche Entwicklungen und selbstverständlich auch ein Lokalaugenschein vor Ort. Und selbstverständlich verrate ich euch auch meine Einschätzung zur preislichen Entwicklung der einzelnen Bezirksteile. Wenn es euch gefallen hat, schenkt uns ein Like und abonniert unseren Kanal. So ist gesichert, dass ihr keine der neuen Analysen verpasst.